Wir reden heute natürlich hier über Inklusion im Sport, was eigentlich super wichtig ist. Da ich selber paralympischer Athlet bin, daher finde ich die Inklusion absolut wichtig. Ich finde es super, ein Teil der Zalando-Kampagne für den Berliner Marathon zu sein. Als Berliner bin ich natürlich total geehrt und ich entdecke mich da unterwegs auf Wänden, mein Foto und mit Zalando, und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es ist schwer, sich zu repräsentieren. Die Aufmerksamkeit, die Athleten mit Behinderung haben, ist etwas weniger. Und daher schätze ich es sehr, dass Zalando halt diesen Schritt gewagt hat. Am Laufen gefällt es mir, dass ich mich dabei frei fühle, weil es ist für mich eine Art, verrückt zu spielen, frei zu sein und einfach abzuschalten. Und wenn ich dann merke, dass ich eingeengt bin durch Kleidung, dann macht das Laufen ja weniger Spaß. Und daher finde ich schon, dass die Kleidung sehr, sehr wichtig ist. Ich sitze manchmal am Boden, muss die Hose hochkrempeln, es ist alles eng und das ist dann halt sehr, sehr unangenehm. Aber mit adaptiver Kleidung ist einfach dafür gesorgt, dass alles viel einfacher ist, weil es auch sehr, sehr durchdacht ist. Es wurde ja mit Athleten oder mit Menschen, die eine Behinderung haben, gemeinsam konzipiert und hergestellt. Und daher finde ich es super. Adaptive Mode ist vor allem dann wichtig, wenn Menschen eben besondere Bedürfnisse haben. Wenn zum Beispiel hier bei mir, bei dem T-Shirt an der Schulter, ein Reißverschluss ist, damit man das T-Shirt einfacher an- oder ausziehen kann. Oder es ist wichtig, wenn Personen Rollstühle nutzen, dass sie eben nicht an störenden Stellen eine Naht haben. Oder hier zum Beispiel bei meinem Schuh, der einen Glättverschluss oben hat, ist es eben super klasse, dass man den einfach ausziehen kann, auch wenn man vielleicht eine besondere Prothese benutzt und so eben wirklich in den Schuh einfacher rein und rauskommt. Ich habe bei 4 Paralympics 12 Goldmedaillen im Skilanglauf und Biathlon gewonnen. Inzwischen mag ich aber lieber längere Strecken. Besonders gefällt mir daran das Training davor, denn man hat ein tolles Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Inklusion heißt vor allem etwas gemeinsam erleben, Erfahrungen sammeln, gemeinsam Ziele erreichen. Und wo würde das besser gehen als im Sport? Und deswegen ist für mich Inklusion im Sport gelebte Inklusion und gelebte gemeinsame Erfahrung. Für einen Läufer ist natürlich das Beste am Tag, wenn er auch immer noch auf eine Runde Lauf gehen kann. Nach einem kurzen Austausch über adaptive Mode und Sport und Bekleidung im Bereich der Behinderten haben wir eine ganz tolle Runde hier im Tiergarten gedreht, sind der Siegessäule schon mal entgegengelaufen mit meinen Achilles-Kolleginnen und Kollegen, mit Leuten von Zalando, alle zusammen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Wir haben einfach das Motto von Achilles gelebt und das heißt Runclusive.